Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of the Demon und dem Beagle. So, habe mich wieder beruhigt nach der letzten Folge bei diesem sehr unfairen Bosskampf. Wobei ich generell noch nicht mal was gegen sehr alle Art Bosse habe, wo man zum Beispiel nur einen bestimmten Sweet Spot treffen kann. Es ist vielmehr so, dass ich es unfair finde, wenn der Gegner einem wirklich so gar keine Zeit lässt. Weil dadurch, dass ich ja ausweichen musste, hatte ich keine Zeit, hier diesen Schnelldrehen zu machen. Weil man kann ja so schnell drehen, was ja auch völlig fein ist. Aber der Gegner hat einem die Möglichkeit einfach schlicht nicht gelassen. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen arg unfair. Und bin jetzt einfach froh, diesen Kampf hinter mir zu haben und hoffe, dass es nicht noch mehr so unfaire Kämpfe gibt. Oder zumindest anders unfair. Das wäre ganz nett. Nicht so unfair. Achso, ich dachte, das wäre... Hey Willy! Ciao Willy! Jetzt muss ich erstmal wieder ordentlich Ressourcen sammeln. Eiscreme. I understand why brains and eyes are on the menu. But why do demons like strawberries? Das frage ich mich auch. Strawberries? They're demon fruit, G. Fleming's idea of a practical joke on the world of the living. They're made of ground-up tongues. That's disgusting. That's not the half of it. You thought Pop Her Cherry was just a figure of speech. Nein. Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Ein Chicle. Was ein Blutbad. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer bist du? Looks like a VIP. Very important pendejo. Pendejo. Fleming gives his favorite souls special treatment. People who exited the world of the living in style. Fuck you. Fuck you. Leute, das war eindeutig der Kopf. Ihr habt das doch auch gesehen, oder? All demons are damned? Oh, everybody's damned. The VIPs are just comfortably damned. Little perks here and there. Such as... They get to keep their genitals. Was hat er vor? So einer, ey. Boah, egal was, aber... Man merkt den Schaden der Waffe deutlich. Der Schaden der Waffe ist deutlich nach oben gegangen. Deutlich. Oh, okay. Habe ich noch einen... Habe ich nicht. Ich würde nämlich nochmal den Schaden gerne weiter hoch machen. Es ist immer so dieser Plot-Twist zwischen ich möchte meinen Schaden hochmachen und ich möchte mein Leben hochmachen. Kann ich nicht beides machen? Nein, kannst du nicht, Beagle. Kannst du nicht. Hey, Willy. Ciao, Willy. Ich werde so weitermachen. Willy, ich werde so weitermachen. I'm coming, baby! Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie das ist, oder? Crazy world. Yeah, really crazy world. Der lebt noch? Nee, der lebt nicht mehr. Okay. Ich möchte mich aber auch gut genug umgucken, weil wer weiß, ne? Ah, okay. Oh no, schon wieder sowas. More demon pubes. Let's find some darkness that gives us a clear shot at the switch. Nein. Du willst ein Gehirn? Okay. A hand that barfs darkness.
And they said this neighborhood was gentrifying. Du willst Auge. Okay. Und was genau ist mein Ziel? Oh, warte mal, jetzt kann ich aber kurz mal schauen. Ach, shit. Warte. Ich muss warten, bis das echt hier ist, ne? Wo ist denn der Clear Shot? Wo ist der Clear Shot? Wait, wo? Oh, da oben. Und jetzt habe ich leider keine Zeit. Ich muss zu dem... Alter, komm, geh weg von mir. Alter. Lass mich raus. Alter, was? Auf eng geht das gar nicht, Leute. Auf eng geht das gar nicht. Es geht gar nicht, Leute. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Oh, es geht gar nicht. Es geht gar nicht, Leute. Die Steuerung ist ein Graus. Nein, das wollte ich nicht. Bisschen schneller. Nein, hoch. Warte mal. Ein paar der Kämpfe hier sind schon sehr unfair gelöst. Leider. Ah, da, Munition. So wie der ballert, brauche ich auch welche. Jo, gepaart. Ah, ganz schön dunkel, ne?
Ab in die Hölle habe ich geschafft. Okay. Akt 2 Kannibalen-Karneval. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Also ist mein Endziel da hinten auf der anderen Seite? Okay. Ich muss zugeben, dass ich mich eigentlich so sehr aufs Spiel gefreut habe und die Steuerung mir gerade alles so ein bisschen madig macht. Aber sei es drum. Kriegen wir hin. Weil das Spiel ist einfach ziemlich geil und der Humor ist auch ziemlich geil. It is what it is, Leute. Das ist voll nicht Paula. Paula, wait! Stop running, my love. Paula, where are you? Wann checkt der wohl, dass das nicht Paula What ist? the fuck? Paula! Paula. Hijo de puta! That doesn't smell like Paul, unless she stopped showering. Ja, die alles entscheidende Frage. Duscht Paula? Well, that killed my stiffy. Garcia, is that you? You came to save me? Angel. Look out, G! It's a trap! Oh, hi, wer bist du denn? Du hast eine Mundharmonika im Maul? Ai? What the shit? Demons like men, Garcia. They all try to get inside the prettiest girl. Shit! These twisted demons! Yes, well, that's the reason I left. Fuck this pendejo! Direkt nach dem nächsten Bosskampf an Bosskampf? Oh, please not. If Mr. Man-on-Monster wants to play, magnifico. Okay. Wenn ich seinen Kopf auch mal treffen würde? Wo denn? Oh Gott, hier ist nichts. Oh Gott. Ah, nein, nein, oh Gott. Wo? Ah, hier. Ah, schlechte Position eigentlich. Eigentlich sehr schlechte Position, aber egal, wir tryen es. Hat das geklappt? Yes. Nein, nicht die Ziege! Alter, klau mir nicht die Ziege! Where is that bastard? He must be hiding around here somewhere. Nein, rüber. Gut. 18. Wo versteckt er sich? El Bastardo, wo bist du? Das sieht ernst für mich aus, ne? Ah, die wissen schon, warum die mir so viel geben.
Wo ist der denn? Hallo, Mr. Ziege? Ich höre ihn auch gar nicht. Oh Gott, ich höre die Ziege. Ich höre die Ziege. Aha, Gott. Gott! Hi! Rüber. Garcia, rüber. Wir brauchen eine gute Wasser. Eine gute Wasser. Klaut er mir jetzt wieder die Ziege? Er klaut mir wieder die Ziege. Aber der Bosskampf ist okay, wenn ich ehrlich bin. Hello? Anybody home? Show Yeah! yourself, hell monkey. I think Where he's is scared of the you. Ziege? He should be, Jay. He should be. Ich höre sie. Ja. Wird immer lauter, wird immer lauter. Wird immer... Da. Komm her. Komm. Mach's kaputt, genau. Und jetzt komm. Der Mundharmonika-Mann, Leute. Adios, George, menschliche Form. Und jetzt? How deeply. Aber das war okay. Also ja, es war ein bisschen stressig, aber es war okay. Oh, Nice rock. Shove it into my face, G. Trust me, it doesn't mean we're engaged or anything. Might be a tight fit, but okay. Neues Johnsonpedia freigeschaltet. Was macht der denn? Johnsonpedia. Blaue Juwelen sind der Dämonenwelt sehr selten und nur große, arrogante Dämonen besitzen sie. Blaue Juwelen sollen angeblich steigende Kräfte besitzen. Wenn sie an Johnsons Schädel angebracht werden, ist es möglich, neue Waffen und/oder neue Funktionen zu erhalten. Oh, okay. Ich möchte mich aber einmal hier umgucken. So what exactly did that do? Blue gems let me transform into new tools of war, new gears of me. In other words, A new weapon. Johnson kann sich Magnifico. jetzt in einen Teaser verwandeln. Der Teaser ist ein schnelles Maschinengewehr, das mit einem hohen Feuerrad Dämonenzähne abfeuern kann. Halte bei gedrückten Zielen Dämonenzähne. Zähne. Ich wusste schon immer, dass es eine Bedeutung hat. Ich kann nirgendwo mehr hier hin. Ist es so? Jo, schade. Und es ist wie in Alice Madness Returns. Da sind Zähne auch unbedeutend wichtig, unsagbar wichtig gewesen. Kannibal. Das war Kapitel 2, Akt 2, Akt 2, 2? Ja, das war Akt 2.2. Wir kommen jetzt dann in Akt 2.3 an. Was für eine schöne Welt. Okay. Interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. That's the truth.
Aber vorerst bleibe ich. Das Waffelwechseln im Kampf selbst ist auch unfassbar anstrengend. Said you met her at the supermarket. Und das Supermarkt. It was the bin out behind the dime a dozen. And you just picked her up out of the rubbish and brought her home? Why What? no? Sometimes I think I hardly know you. Er hat Paula aus dem Müll gezogen und nach Hause genommen. So wie so ein Welpe, den man auf der Straße findet. Das ist ziemlich nett von ihm. What was that? I don't know, but we've got company, as in lots of. Well, if they pull up a chair, I would be happy to beat them with it. Binte Cabrone! Ich sag doch, das Artstyle von dem Spiel liebe ich und man merkt die Einflüsse von Shinji Mikami auch so hardcore. Da kann man mir erzählen, was man möchte. Nee. Gib mir trotzdem die, oder? Ich meine, die war ganz nett. Hi, Willy! Ciao, Willy! Armer Willy. Du bist ziemlich tot, Kumpel. Was haben wir denn hier? The man who Der Mann, der nie had genug his fill. hatte. It was a cold and snowy eve. Certainly no night for a man without a home to be walking these grey and endless streets. Inside the pizza parlor, George Reed spun a lively tune on his harmonica. The local children giggled and pointed excitedly at the Mundharmonika-Mann as their parents glowed with approval. His reward would be all the pizza he could eat, 6 pies at least, and a warm bed in one of these folks' homes. He knew they were good for it. But when he tucked in for the night, George had not had his fill. As the years and calories stacked up, most men would have got older and fatter. Yet for all he consumed, George only got thinner as he washed from town to town. Tapeworm. Tonight he plied his trade with some grannies and orderlies in a nursing home. Hoo-ah! His harmonica filled the room with joy. After devouring 3 helpings of pork chops and mashed potatoes, he eyed the plate of the old woman next to him. Juice dribbled down his chin. "Go ahead, Georgie," she said. "You're such a good boy. You shouldn't have to starve." But George had not had his fill. Early the next morning, he was already on the freeway with his thumb in the air. "Where are you headed?" said the man in the truck. "Nowhere," said George. "Anywhere." It was a new decade, and tonight George played to an all but empty bar in the city. He had lost a lot of weight. Afterwards, the only woman in the joint took the stool next to him and asked him his name. The bartender leaned over the counter. "You don't know this guy, Mary. George is famous, been all over the tri-state area." With a wink, he added, "Man's insatiable." And that night, George proved it as he buried his face in Mary's beaver. Holy woodland creatures! Attaboy, George! Attaboy, George! "Play that harmonica," she purred. But even after 5 trips to heaven and back, he had not had his fill. The morning after was an awkward affair as they stared at each other over coffee. One wanted to feel more, the other just wanted to feel. In his final days, George was all skin and bones. I can relate, except for the skin part. His last meal had been a mistake. It was on a sidewalk one night in a small suburban town that he came across the boy. Hungrily, and with an agonized grimace, he opened his mouth to beg for help. Out came a cacophony of wheezes and toots, but the boy understood. Wait, you mean Jorge ate his harmonica?
Once he was alone, George Reed looked at the candy bar he held in one hand and began to cry. They found George's half-eaten body in a market next town over. In one hand he held a knife, in the other a fork. Chunks of flesh had been torn from his chest and his arms. Blood framed an eerie smile. The wind that morning blew fierce, and as it whistled through the hole he'd carved out of his own neck, the Harmonica-Man played his last song in this world. There were gawkers, and many knew him. They shared stories of how he'd filled them with hope, filled them with life. They, at least, had had their fill. Especially Mary. The end. Especially Mary. Geil. Jo Leute, das ist die Geschichte von unserem Mundharmonika-Mann. Traurig. Geil. Zugleich. Hey, Leute, dieses Spiel einfach so bekloppt. Jedes Mal denke ich, irgendjemand isst hier was. Und ich glaube, es ist auch so. Alter, was bist du denn? Und geh von meine Ziege weg. That cheeky imp! He doused our goat! Then let's put out some lights of our own. Nein, 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 nein. Geh weg von der Ziege! Oh, noch so ein Bastardo. Would you kindly bust a cap in those mother fudges before they douse the lights? Ja, ja, ich bin da. Oh Gott, es sind mehrere. Wo ist er denn? You know, we never finished talking about you kidnapping Paula. I didn't Was? kidnap her. You Kidnapping? hauled her out of a skip. Isn't that illegal in some states? What did she say? Nothing. Not for weeks. I was afraid to even touch her, you know? Like she didn't belong to me. To anyone. But something changed. There was a phone call. A phone call, ja? Ey, Willi! Ah, immer diese Geschenke. Oh no. Speaking of phones, put that on hold, G. We've got company. We got company. A lot of company. So, wo ist der? Fuck! Nein, 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 scheiße. Der hat seinen Job verpasst, oder? Okay, ja, ja. Okay, now what's this about a phone call? Me and Paula were eating when the phone rang. Suddenly, she slams her fork down and says, "Don't answer it!" Creepy. First thing she ever said to me. I got up to take the call. Johnson, you should have seen her. She jumped out of her chair, ran to the phone, and ripped it right off the wall. Whoa. Then she came and put her arms around me and started crying. It was the craziest, weirdest,
Sexiest thing I have ever seen. Okay. I have been hers ever since. Er findet es sexy, Leute. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht, da reinzugehen? Anscheinend nicht, Leute, anscheinend nicht. Dann, meine Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen wunderschönen guten Tag. Und ihr lasst euch die Geschichte über den Mundharmonika-Mann durch den Kopf gehen. Haut rein!